Hey, was geht allerseits? Willkommen zum Online-Kurs. In diesem Kurs werden wir einfach direkt loslegen und starten, ohne viel Zeit zu verlieren. Ohne große Einleitung. Hier ist der Epic Launcher und was wir machen, wir gehen im Grunde auf die Bibliothek und starten die Unreal Engine 5.0.3. Das ist so die Engine, wo die meisten freien Assets zur Verfügung sind mit der neuen Version und starten das Ganze. Hier im Projekt-Launcher, da gehen wir einfach auf Games und holen uns Third Person und benennen das Ganze nach Belieben. Meins heißt hier Souls RPG und dann Remastered oder Remastered und klick hier auf Create. Da sind wir schon im Third Person Template der Unreal Engine. Das wird an der Stelle ein Blueprint-Only Project sein. Und zwar, weil, ja, damit Leute einfach nicht die Probleme haben, mit C++ das Projekt zu zerschießen. Und wir gehen im Grunde in Detail ein auf die ganzen Features und auf die ganzen Sachen, um alles möglichst einfach und zügig verständlich darzustellen. Und heutzutage sind Blueprints auch ziemlich schnell, also keine Sorge, wenn ihr mit Blueprints Angst habt, dass das Spiel langsamer läuft als mit C++. Das erste, was wir hier machen, ist ein neues Level zu erstellen. Und wir nehmen dieses Basislevel. In diesem Level werden wir im Grunde einfach nur Spiellogik testen und verschiedene Assets und Gegebenheiten, sowas wie NPC und Player-Charakter, Combat-Systeme und so weiter. Im Grunde einfach, um es einfach zu halten. Mit der Zeit werden wir auch ein anderes Level erstellen, und zwar mit Terrain und verschiedenen Objekten und so weiter. Und das ist so der Part, wo ihr im Grunde kreativ sein könnt und euch da austoben dürft. Dieses Testlevel ist im Grunde genug, um zu starten. Hier werden wir die ganze Spiellogik implementieren und ja, lasst uns dieses Level einmal speichern. Ich erstelle hier einfach einen neuen Ordner, den ich Maps nenne. Der befindet sich im Grunde in diesem Root Content Ordner und da nennen wir das Ganze einfach als Testlevel benannt. Können wir jetzt in diesem Testlevel unsere Game-Logik programmieren. Jetzt brauchen wir nur noch die Game Assets. Da gehen wir einfach in den Epic Launcher und holen uns über Marktplatz einen frei zugänglichen Spielecharakter. Den Charakter, den wir nutzen, der heißt Greystone, Paragon Greystone. Gebt einfach Greystone ein und dann könnt ihr diesen Charakter hier finden im Marketplace. Um diesen Kurs nachvollziehen zu können, nutzt am besten den gleichen Charakter, den ich hier ausgewählt habe. Nutzt keinen anderen, damit die Assets und die Spielmechaniken und die ganzen Animationen und Bewegungen und so weiter bei euch auch funktionieren und ihr diesem Kurs nachvollziehen könnt und folgen könnt, damit halt die Animationen und die Rigs zu dem Charakter einfach passen. Um den Greystone dem Projekt hinzuzufügen, einfach hier auf dem Projekt hinzufügen auswählen und unser UE5 Souls RPG Remastered auswählen, dem Projekt hinzufügen. Dauert ein Weilchen, dann ist es auch schon als Asset hinzugefügt. Alles klar, mit Steuerung Leertaste holen wir uns den Content Browser und wir sehen, dass dieser Greystone hinzugefügt wurde, Paragon Greystone. Wir können das Ganze hier auch nochmal docken im Layout, damit das nicht ständig hin und her switcht. Oder hier oben als weiteren Tab hinzufügen, um da einfacher navigieren zu können. Einmal ausgewählt, können wir hier im Grunde in dem Ordner auf diese praktische Filterfunktion hier gehen und wählen dann einfach Level hier aus. Die Filter hier sind ganz cool, dann kann man verschiedene, ja, aus der Ordnerstruktur verschiedene Sachen rausfiltern. Zum Beispiel hier ist so diesen Skeleton Mesh, dann hat man hier auch die Characters und hier die Level nebeneinander, je nachdem was man braucht. Ihr könnt damit natürlich rumspielen und gucken, was es noch so alles gibt. Ich will an der Stelle einfach das Level holen
und einmal kompilieren lassen. Das dauert ein Weilchen. Ihr könnt ja dieses Video hier einfach pausieren und dann wieder zurückspringen, wenn ihr das auch kompiliert habt, um weiterzumachen. So, wenn das Ganze dann fertig ist, öffnen wir einfach Greystone und schauen uns das Ganze mal an. So sieht das Level aus, wenn das fertig kompiliert hat. Und wir haben hier im Grunde einige Charaktere, mit denen wir rumspielen können. Für die Remastered-Version nutzen wir einfach hier diesen Charakter, Spielecharakter. Der Char heißt im Grunde hier Greystone Tough. Der Kollege im Grunde. Was wir auch noch machen werden, wir senden den einfach nach Blender. Mit Blender werden wir den dann bearbeiten. Was wir machen ist im Grunde, wir werden diesen Charakter in Blender dann importieren. Wir werden dieses Schwert und dieses Schild dann von diesem Charakter lösen. Ziemlich einfach. Und dann wieder reimportieren, um einfach dann diese Assets zu separieren und anders auch nutzen zu können. Im Grunde werden wir das wieder an diesen Skeleton von dem Char wieder riggen und haben entsprechend dann die Möglichkeit. Ist natürlich ein schönes Feature mit Blender, das einfach von diesen Charakteren zu entkoppeln. Und zwar hat man dann dadurch ganz viele Assets, ganz viele Schilder, ganz viele Schwerter, die man dann damit machen kann. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr wollt, um dann halt so eine Auswahl an Gegenständen zu haben. Wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man jedes Asset nutzen und dort das Lösen von anderen Assets und so ziemlich viele Gegenstände haben. Was ganz cool ist mit Blender, das wir uns anschauen werden im nächsten Video. Die ganzen Chars haben hier den gleichen Skeleton, an dem die halt im Grunde geriggt sind, also angepasst sind mit der Bewegung und so weiter. Also wir können die ganzen Animationen nutzen und haben so im Grunde die Gegenstände abgekoppelt von den Paragon-Charakteren. Was so ein kleiner Nachteil an den Paragon-Charakteren ist, die sind alle mit diesen Schwertern und Schildern ausgerüstet und die kann man nicht lösen, nicht sofort, und dafür nutzen wir im Grunde dann Blender, um halt uns da zu behelfen. Ein Vorteil ist halt, wie genannt, dass man ganz viele Gegenstände danach hat, wenn man das bei den ganzen Chars macht. Ja, ist ein cooles Feature, dass man halt im Grunde unendlich viele Assets so haben kann, indem man einfach die kostenlosen Paragon und so weiter, Unreal Engine 5 Charaktere exportiert und dann mit Blender einfach abkoppelt. Aber diesen Prozess schauen wir uns im nächsten Video an. Der ist ziemlich einfach und straightforward. Hierfür reicht es erstmal und wir gehen jetzt über, um ein paar Basisklassen aufzusetzen. Lass uns jetzt zurückgehen und wieder unser Testlevel aufmachen. Das geht hier im Grunde über File und dann hier Recent Levels oder hier einfach Open Level und dann auswählen. Und was wir hier machen wollen, wir gehen im Grunde in unseren Content Browser und gehen dann in das Hauptverzeichnis und wollen dort einen Ordner namens Main erstellen. So ein Main-Folder, wo im Grunde die Basissachen von uns drin sind. Den öffnen wir einfach. Ich benenne ihn nochmal um mit F2 und mache so einen Unterstrich vor, dann ist er im Grunde immer ganz oben und dann findet man ihn schneller. In diesem Main-Folder machen wir wieder einen Ordner, also einen Folder, und den wollen wir einfach nennen Basisklassen. In dem Ordner machen wir dann einfach ein paar Basisklassen, ganz simple. Eine Blueprint-Class. In diesem Video werden wir die nicht groß editieren, aber wir werden die einmal anlegen, damit die Basis für den Einstieg in den Kurs geschaffen ist. Die erste wird Game Mode Base sein. GM unterstrich Souls Game, nenne ich das mal. Wird im Grunde unser Basis Game Mode sein. Wenn wir das mal öffnen, ist ganz einfach und strikt. Wir werden da noch keine Änderungen machen. Was wir machen, wir gehen ins Testlevel und fügen das einmal ein. Hier braucht man das Windows Settings, genau, hier World Settings, da wollte ich hin. Window und dann World Settings. Da können wir unser Game Mode einfügen und das überschreiben. Hierzu wähle ich das im Content Browser einmal aus, damit ich das ausgewählt habe, und kann das entsprechend dann über so einen coolen Button, und zwar so einen Pfeil nach links, einfach holen. Der holt sich das aus dem Content Browser im Grunde dann direkt hier rein. Der Hintergrund ist dann kann unser
Testlevel genau den gleichen Game Mode nutzen wie unser Hauptspiel, um halt hier und dort etwas testen zu können im gleichen Spielmodus. Ja, was cool ist, ist dieses Error-Symbol. Im Grunde gibt es überall so dieses Error-Symbol. Das heißt, einfach aus dem Content-Browser etwas holen, irgendein Asset und so weiter. Und über das Error-Symbol kann man versuchen, das dort einzupflegen in verschiedenen Menüelemente und ja, ist dann im Grunde ziemlich schnell gefunden und integriert. Das Ganze speichern wir jetzt just und schauen uns das kurz mal an hier. Wenn wir das hier einfach diese Raute hier aufmachen, dann sehen wir noch weitere Einstellungen, die wir machen können und sehen hier weitere Pfeile, um das ziemlich schnell zuzuweisen. Und das ist ziemlich bequem und einfach und schön gelöst. Sowas wie so ein Pawn Class, die man selber erstellt, oder so eine Player Controller, die wir mal gleich erstellen und hier einfügen. So, hier bei unseren Basisklassen wollen wir die nächste erstellen. Rechtsklick, Blaupause, Blueprint und dann den Player Controller. Den nennen wir einfach BP für Blaupause. SoulsCon. Und dann nutzen wir einfach die File-Funktion, um das in den Game-Mode hinzuzufügen. Einfach hier doppelklicken, einmal hier andocken, damit das einfacher ist und hier auswählen das Ganze und hier einfügen. Unter Player Controller hier einfach auf den Pfeil, zack, und schon haben wir ihn eingefügt. Dann machen wir noch den nächsten Blueprint, den nennen wir einfach Character, genau, vom Typ Character und BP-Character. Bei dieser Basisklasse von Character, die nutzen wir sowohl für so eine AI, für einen NPC, als auch für so einen Spielercharakter. Im Grunde wird hier ziemlich viel Spiellogik gespeichert im Character-Basis, also in diesem Player-Controller ist das im Grunde. Und wenn wir dann hier irgendwelche Kind-Elemente über Hierarchie halt erstellen, sowas wie eine AI, ein NPC oder Player-Charakter, dann vererbt er die ganze Funktion an diese Unterklasse und damit können wir halt die entsprechend auch nochmal anpassen. Und im Grunde ist das eine Vererbung hier, die wir dann nutzen. Was wir nicht machen, ist diesen Charakter hier einfach in diesen Game Mode hier als Pawn-Klasse einzufügen. Default Pawn Class, sondern wir machen im Grunde ein Kind-Element von dem Ganzen mit einer Vererbung und arbeiten dann damit für den Player-Charakter. Dann erstellen wir ihn einfach Create Child Blueprint Class und nennen ihn einfach BP wie Blueprint und dann Future. Der hier wird dann als Kind-Element im Grunde unser Standard-Spieler-Charakter darstellen und den können wir auswählen. Dann hier entsprechend zuweisen in den Default Pawn Class. Einmal abspeichern hier und dann haben wir im Grunde diese 4 Klassen erstellt, die uns dann im weiteren Verlauf des Projekts im Kurs dienlich sind. Das war es auch schon für dieses kleine kurze Video, das erste Video. Im nächsten Video werden wir dann uns den Greystone nochmal anschauen, den Mesh dort im Grunde in Blender importieren, uns dann auch mal ansehen, wie wir den ganzen Spaß haben. Kurz, knackig und einfach die Elemente hier, sowas wie ein Schild und ein Schwert, dort entkoppeln von dem Char und das Ganze wieder in Unreal Engine importieren. So, das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder und wenn es weiter in der Reihe heißt, lass uns ein Souls-like RPG erstellen.